Der gläserne Sarg. Eine Erzählung aus dem Odenwald. Erstes Vorspiel, das Schwarzacher Tal im Spätherbst 1812. Im Jahr 1812. Als die Brüder Grimm gerade ihre erste Sammlung der Kinder- und Hausmärchen veröffentlicht hatten, lebte tief im Odenwald, nahe der kleinen Stadt Michelstadt, ein junger Schneidergeselle namens Friedrich Leinhardt. Der Herbstwind fegte durch die engen Täler des vorderen Odenwalds, riss die letzten Blätter von den Buchen und trug den Geruch von feuchter Erde und welkem Laub durch die Luft. Friedrich war ein stiller, nachdenklicher junger Mann von kaum 20 Jahren. Seine Augen hatten die Farbe von Haselnüssen, und sein Haar war so dunkel wie die Rinde der alten Eichen, die die Hügel rund um sein Heimatdorf krönten. Er war kein besonders kühner oder starker Bursche, aber er besaß ein feines Gespür für die Dinge, die anderen verborgen blieben. Wenn er durch den Wald ging, hörte er nicht nur den Lärm seiner eigenen Schritte, sondern das Flüstern der Blätter, das Murmeln der Bäche und die stillen Rufe der Tiere. Sein Vater war ein einfacher Schuhmacher, der sein ganzes Leben in Schwarzach verbracht hatte und nun alt und krank daniederlag. Die kleine Werkstatt brachte kaum genug ein, um die Familie zu ernähren. Friedrichs Mutter, eine fromme Frau mit runzligen Händen und einem Herzen voller Sorgen, nähte Tag und Nacht, um das Nötigste zusammenzubringen. Aber die Not war groß in jenem Jahr. Der Krieg tobte noch immer in Europa. Und die Lasten, die den kleinen Leuten aufgebürdet wurden, waren schwer zu tragen. An einem düsteren Oktobertag, als der Himmel so grau war wie die Felswände des Katzenbuckels, der sich majestätisch über der Landschaft erhob, geschah es, dass Friedrich sich auf den Weg nach Eberbach machen musste. Er sollte dorthin gehen, um Stoffe für eine Bestellung zu besorgen, die das Überleben der Familie für die kommenden Wochen sichern sollte. Friedrich, hatte seine Mutter mit matter Stimme gesagt: Geh und hol die Stoffe. Hier ist das letzte Geld. Aber beeil dich. Und bleib nicht im Wald, wenn die Nacht einbricht. Du kennst die alten Geschichten. Der Wald ist voller Geheimnisse. Friedrich lächelte und küsste ihre Stirn. Ich habe keine Angst vor den Geheimnissen des Waldes, Mutter. Vielleicht sind sie freundlicher als die Not, die uns zu Hause plagt. Dritter der Weg in den Wald. Der Weg führte ihn zunächst durch die sanften Hügel des Odenwaldes, vorbei an Streuobstwiesen und kleinen Feldern, auf denen die letzte Ernte des Jahres eingebracht wurde. Die Bauern waren emsig bei der Arbeit, ihre Gesichter vom Wind gerötet, ihre Hände von der Arbeit geschwollen. Friedrich grüßte sie, und sie grüßten zurück. Aber ihre Augen waren müde. Bald erreichte er den Waldrand. Die Bäume standen dicht gedrängt. Ihre Kronen bildeten ein dichtes Dach, das das spärliche Herbstlicht fast vollständig verschluckte. Friedrich zögerte einen Moment. Der Weg führte durch den Wald. Das war der kürzeste Weg nach Eberbach. Aber die Bauern hatten recht. Der Wald war dunkel und geheimnisvoll. Besonders zu dieser Jahreszeit. Doch er musste weiter. Die Not seiner Familie trieb ihn voran. Er trat in den Wald ein. Die Stille, die ihn umfing, war fast körperlich spürbar. Kein Vogel sang, kein Windhauch bewegte die Äste. Nur das Knirschen seiner eigenen Schritte auf dem weichen Waldboden begleitete ihn. Nach einer Stunde des Gehens, als die Dämmerung bereits hereinzubrechen begann, merkte Friedrich, dass er vom Weg abgekommen war.
Die Pfade, die er zu kennen glaubte, verschwanden im Dickicht. Neue, unbekannte Wege taten sich auf. Nur um im nächsten Moment im Nichts zu enden. Friedrichs Herz begann schneller zu schlagen. Er hatte sich verlaufen. 4. Das Licht im Dunkel. Die Nacht fiel schnell über den Wald. Friedrich irrte umher. Seine Füße stolperten über Wurzeln. Seine Hände tasteten nach Halt. Die Kälte kroch durch seinen dünnen Mantel. Und der Hunger begann in seinem Magen zu nagen. Dann, als er schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, sah er es. Ein Licht. Es war schwach und flackerte in der Ferne, aber es war da. Ein Hoffnungsschimmer in der undurchdringlichen Finsternis. Friedrich folgte dem Licht. Es führte ihn durch immer dichter werdendes Unterholz. Über kleine Bäche und an moosbedeckten Felsen vorbei. Endlich erreichte er eine Lichtung. In ihrer Mitte stand ein kleines Haus. Aus dessen Fenstern der Lichtschein drang. Es war ein seltsames Haus, alt und verwittert. Aber es strahlte eine seltsame Wärme aus. Friedrich klopfte an die Tür. Sie öffnete sich fast von selbst. Drinnen saß ein alter Mann am Kamin. Sein Gesicht war von 1000 Falten durchzogen. Sein Bart reichte ihm bis zur Brust. Neben ihm lagen ein schneeweißer Hahn. Und ein Hund, dessen Fell im Feuerschein glänzte. »Komm herein, junger Mann«, sagte der Alte mit einer Stimme. Die klang wie das Rauschen eines fernen Wasserfalls. »Ich habe dich erwartet.« Friedrich trat ein. Die Wärme des Kamins umfing ihn wie ein wohlwollender Mantel. »Ihr habt mich erwartet? Aber ich bin vom Weg abgekommen und habe mich verirrt. Ich wollte nach Eberbach.« »Du bist nicht vom Weg abgekommen«, sagte der Alte und lächelte. »Du bist auf deinem Weg. Setz dich und iss.« Er reichte Friedrich eine Schale mit warmer Suppe und ein Stück Brot. Friedrich aß mit Heißhunger. Als er satt war, sah er sich im Raum um. An den Wänden hingen seltsame Gegenstände. Getrocknete Kräuter, seltsame Zeichnungen. Und in einer Ecke standen 3 Dinge, die sein Interesse sofort weckten. Eine Geldbörse, ein Topf. Und ein seltsamer, gläserner Gegenstand, den er nicht recht erkennen konnte. 5. Die Wahl. Der alte Mann folgte seinem Blick. »Du hast gut gegessen und dich ausgeruht«, sagte er. »Morgen früh wirst du deinen Weg fortsetzen. Aber bevor du gehst, will ich dir einen Lohn für deine Gesellschaft anbieten. Du darfst wählen zwischen diesen 3 Dingen hier.« Er deutete auf die Gegenstände in der Ecke. Friedrich betrachtete sie genauer. Die Geldbörse war aus feinem Leder gefertigt und schien schwer zu sein. Der Topf war aus blankem Kupfer und glänzte im Feuerschein. »Diese Dinge«, fuhr der Alte fort, »sind nicht, was sie scheinen. Die Geldbörse, einmal geöffnet, wird nie leer. Solange du lebst, wirst du Geld haben. So viel du brauchst. Der Topf, wenn du ihn über das Feuer hängst, wird sich immer mit der besten Suppe füllen, die du dir vorstellen kannst.« Friedrich staunte. Das waren wahrhaftig wundersame Gaben. Mit der Geldbörse könnte er seine Familie ein für allemal aus der Not befreien. Mit dem Topf müssten sie nie wieder hungern. »Und der 3. Gegenstand?«, fragte er. Der Alte lächelte geheimnisvoll. »Der 3. Gegenstand, junger Mann, ist eine gläserne Kugel. Sieh sie dir genau an.« Friedrich nahm die Kugel in die Hand. Sie war kühl und schwer. Durch das klare Glas konnte er sehen, dass sich in ihrem Inneren etwas verbarg. Aber was es war, konnte er nicht erkennen. »Ich kann nicht erkennen, was darin ist«, sagte Friedrich.
Das ist auch nicht wichtig, erwiderte der Alte. Wichtig ist, was du mit ihr tun wirst. Du musst sie über dem Herzen tragen. Dicht an deiner Haut. Und wenn der richtige Moment kommt, wirst du wissen, was zu tun ist. Friedrich dachte lange nach. Die Geldbörse und der Topf waren verlockend. Sie würden seine Familie retten, das war sicher. Aber etwas in ihm, eine leise innere Stimme, flüsterte ihm zu, dass der dritte Gegenstand wichtiger war. Ich nehme die Glaskugel, sagte er schließlich. Der Alte nickte zufrieden. Du hast weise gewählt, junger Mann. Die Not ist groß, aber sie ist nicht das Wichtigste im Leben. Manchmal muss man bereit sein, das Unsichtbare zu wählen, das sich erst später offenbart. Geh nun und schlaf. Morgen wirst du weiterziehen. 6. Der Abstieg in die Tiefe. In dieser Nacht schlief Friedrich tief und traumlos. Als er erwachte, war der alte Mann verschwunden. Und die Sonne schickte ihre ersten Strahlen durch die kleinen Fenster. Der Hahn krähte, der Hund wedelte mit dem Schwanz. Friedrich steckte die Glaskugel in seine Tasche, dicht an sein Herz, und machte sich auf den Weg. Aber der Weg, den er nehmen musste, war nicht der Weg nach Eberbach. Sobald er das Haus verlassen hatte, begann ein eisiger Wind zu wehen. Der Wind kam aus Westen, und er umfing Friedrich wie eine unsichtbare Hand. Komm, flüsterte der Wind. Ich werde dich tragen. Friedrich zögerte. Aber dann erinnerte er sich an die Worte des alten Mannes. Manchmal muss man bereit sein, das Unsichtbare zu wählen. Er schloss die Augen und ließ sich vom Wind tragen. Der Wind trug ihn über Wälder und Täler, über Berge und Flüsse. Friedrich spürte, wie er tiefer und tiefer sank, in die Eingeweide der Erde hinein. Es war ein Gefühl wie eine Geburt, aber umgekehrt. Er wurde nicht ins Licht geboren, sondern in die Dunkelheit der Erde. Als er die Augen wieder öffnete, befand er sich in einer großen, steinernen Halle. Das Licht, das den Raum erhellte, kam nicht von außen, sondern schien von den Wänden selbst auszugehen. Es war ein sanftes, phosphoreszierendes Leuchten, wie das Licht von 1000 Glühwürmchen. In der Mitte der Halle standen 3 Dinge, und Friedrich erkannte sofort, dass sie aus demselben Material gefertigt waren, wie seine Kugel aus Glas. Da waren bunte Flaschen, deren Inhalt in allen Farben des Regenbogens schimmerte. Da war eine gläserne Kuppel, unter der sich ein winziges Schloss verbarg. So detailreich, dass man jedes Fenster, jeden Turm erkennen konnte. Und da war ein gläserner Sarg. 7. Die Schläferin im Glas. Friedrich näherte sich dem Sarg mit angehaltenem Atem. Sein Herz schlug so heftig, dass es ihm fast den Atem nahm. In dem Sarg lag eine junge Frau. Sie war so schön, dass Friedrich für einen Moment dachte, er müsse träumen. Ihr langes, goldenes Haar umgab sie, wie ein Mantel aus purem Licht. Es wallte um ihren Körper wie Algen, die von einer sanften Strömung bewegt werden. Ihre Augen waren geschlossen. Ihre Hände waren über der Brust gefaltet. Sie schien zu schlafen. Aber es war ein Schlaf, der tiefer war als jeder gewöhnliche Schlaf. Es war der Schlaf der Jahrhunderte. Ihre Haut war blass wie Elfenbein, aber nicht kalt oder tot. Durch die gläserne Hülle konnte Friedrich sehen, wie sich ihr Brustkorb ganz leicht hob und senkte. Sie lebte. Sie atmete. Aber sie konnte nicht erwachen. Friedrich stand lange vor dem Sarg und betrachtete die Schläferin.
In seinem Herzen regte sich etwas, das er noch nie zuvor gefühlt hatte. Es war mehr als Bewunderung, mehr als Staunen. Es war ein tiefes, inniges Gefühl der Verbundenheit mit dieser fremden, schlafenden Seele. »Wer bist du?« flüsterte er. »Wie kommst du hierher? Was hat dich in diesen Schlaf versenkt?« Aber die Schläferin konnte nicht antworten. Dann erinnerte er sich an die Glaskugel, die er an seinem Herzen trug. Er zog sie hervor. In dem seltsamen Licht der Halle begann die Kugel zu glühen. Und Friedrich spürte, dass sie der Schlüssel war. Sie passte genau in eine kleine Vertiefung am Kopfende des Sarges. Als die Kugel einrastete, geschah etwas Wunderbares. Der Deckel des Sarges begann sich zu heben. Langsam, fast ehrfürchtig. Ein warmer Luftstrom strich über Friedrichs Gesicht. Und mit einem Mal schlug die Schläferin die Augen auf. Achte die Geschichte der Prinzessin. Ihre Augen waren von einem tiefen Blau, wie der Himmel an einem klaren Sommertag. Sie blickte Friedrich an. Und in diesem Blick lag eine solche Tiefe, eine solche Geschichte, dass Friedrich spürte, wie sich seine Knie weich wurden. »Wer bist du?« fragte sie mit einer Stimme, die klang wie das Plätschern eines Baches im Frühling. »Bist du derjenige, der mich erlöst hat?« »Ich bin Friedrich, ein einfacher Schneidergeselle aus Schwarzach. Und ja, ich habe euch erweckt, so gut ich konnte.« Die Prinzessin setzte sich auf. Ihre goldenen Haare fielen über ihre Schultern und umflossen sie wie ein königlicher Mantel. »Mein Name ist Rosalinde von Hohenberg«, sagte sie. »Und ich schlafe hier seit 100 Jahren.« 100 Jahre. Friedrich staunte. Wie war das möglich? »Ich will dir meine Geschichte erzählen«, fuhr Rosalinde fort. »Vor langer Zeit, als ich noch ein junges Mädchen war, lebte ich mit meinem Zwillingsbruder Roderich auf Schloss Hohenberg. Wir waren unzertrennlich, mein Bruder und ich. Wir schworen uns, niemals zu heiraten und immer zusammen zu bleiben. Wir wollten unsere eigene Welt sein. Abgeschlossen und vollkommen. Eines Tages kam ein fremder Zauberer an den Hof. Er bot uns seine Dienste an. Aber wir durchschauten seine bösen Absichten. Mein Bruder wies ihn zurecht und jagte ihn fort. Da schwor der Zauberer Rache. In einer Nacht, als ein schreckliches Gewitter tobte, erschien der Zauberer wieder. Er verwandelte meinen Bruder in einen wilden Stier und sperrte ihn in den dunkelsten Kerker des Schlosses. Mich aber legte er in diesen gläsernen Sarg und versenkte mich in die Tiefe der Erde. Er sprach einen Fluch über mich. Ich sollte erst dann erwachen, wenn ein reiner, uneigennütziger Mensch mich findet, der nichts für sich selbst begehrt, sondern nur mein Wohl im Herzen trägt. Friedrich verstand nun, warum der alte Mann ihm die Wahl gelassen hatte. Die Geldbörse und der Topf waren Versuchungen gewesen. Prüfungen seines Herzens. Weil er das Selbstlose gewählt hatte. Die geheimnisvolle Glaskugel. War er würdig, die Prinzessin zu erlösen. 9. Die Befreiung des Bruders. »Aber was ist mit deinem Bruder?« fragte Friedrich. »Er lebt noch immer als Stier im Kerker?« Rosalindes Augen füllten sich mit Tränen. 100 Jahre ist er dort gefangen. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ob er noch er selbst ist. Der Fluch des Zauberers war grausam. Wir müssen ihn befreien, sagte Friedrich ohne Zögern. Zeig mir den Weg. Rosalinde führte ihn durch unterirdische Gänge. Vorbei an uralten Mauern und verfallenen Türmen. Bis sie schließlich an eine schwere Eichentür kamen. Dahinter hörten sie ein tiefes, schmerzerfülltes Brüllen.
Friedrich öffnete die Tür. Der Gestank von 100 Jahren Gefangenschaft schlug ihm entgegen. In der Mitte des Raumes stand ein riesiger Stier. Sein Fell war zottig, seine Hörner waren lang und spitz. Aber in seinen Augen, diesen großen, dunklen Augen, erkannte Friedrich etwas Menschliches. Da war Verzweiflung, da war Schmerz. Aber auch ein winziger Funke Hoffnung. Roderich, flüsterte Rosalinde. Bruder, ich bin es. Der Stier hob den Kopf. Ein tiefer, zitternder Laut entrang sich seiner Kehle. Er erkannte seine Schwester. Aber wie können wir ihn befreien? Fragte Friedrich. Die Glaskugel, sagte Rosalinde. Sie hat noch Kraft. Du musst sie ihm auf die Stirn legen. Friedrich zog die Kugel hervor, die immer noch schwach glühte, und näherte sich dem Stier. Das Tier zitterte, als Friedrichs Hand sich näherte. Aber es wich nicht zurück. Als die Kugel die Stirn des Stieres berührte, durchzuckte ein heller Blitz den Raum. Als Friedrich wieder sehen konnte, stand vor ihm ein junger Mann. So schön und edel wie Rosalinde selbst. Seine Augen waren voller Tränen. Schwester, sagte er mit erstickter Stimme. 100 Jahre, und nun bist du wieder da. Zehnter die Rückkehr ans Licht. Die drei stiegen gemeinsam hinauf ans Tageslicht. Als sie die Erdoberfläche erreichten, standen sie auf einer Wiese, hoch über dem Neckartal. Die Herbstsonne schien warm auf ihre Gesichter. Und die Vögel sangen in den Bäumen. Es war, als wäre die ganze Welt neu erschaffen. Roderich erzählte seine Geschichte. Nachdem der Zauberer ihn verwandelt hatte, hatte er all die Jahre in Dunkelheit verbracht. Sein menschliches Bewusstsein, nur manchmal aufflackernd wie ein verlorenes Feuer. Aber in all den Jahren hatte er nie die Hoffnung aufgegeben, dass seine Schwester eines Tages zurückkehren würde. Aber wo ist der Zauberer jetzt? Fragte Friedrich. Tot, sagte Roderich. Seine Macht war an den Fluch gebunden. Als du meine Schwester erlöst hast, begann er zu schwinden. Und als du mich befreit hast, ist er ganz vergangen. Er existiert nicht mehr. Sie gingen gemeinsam zu dem kleinen Haus im Wald. Aber es war leer. Der alte Mann, der Hahn und der Hund waren verschwunden. Nur eine kleine Schriftrolle lag auf dem Tisch. Du hast bestanden, Friedrich. Geh nun und nimm dein Glück in Empfang. Das Schloss, das du in der gläsernen Kuppel gesehen hast, ist das alte Hohenberg. Es wartet auf seine rechtmäßigen Herren. 11. Das Wiedererstehen des Schlosses. Tatsächlich, als sie die Kuppel öffneten, die Friedrich in der Halle gesehen hatte, begann das winzige Schloss darin zu wachsen und zu wachsen, bis es schließlich in voller Größe vor ihnen stand. Die Mauern waren aus hellem Sandstein. Die Türme ragten stolz in den Himmel. Und die Fenster funkelten im Abendlicht. Schloss Hohenberg war wiedererstanden. Die Bewohner der umliegenden Dörfer kamen herbei, um das Wunder zu bestaunen. Sie erkannten ihre rechtmäßigen Herren wieder und jubelten ihnen zu. Rosalinde und Roderich wurden mit offenen Armen empfangen. Und Friedrich? Er stand etwas abseits und beobachtete die Szene mit gemischten Gefühlen. Er freute sich für die beiden. Aber er wusste nicht, wo sein Platz in dieser neuen Welt sein sollte. Da trat Rosalinde zu ihm. Ihre blauen Augen ruhten auf ihm. Mit einem Blick, der Friedrich das Herz erwärmte. Friedrich, sagte sie leise. Du hast mich erlöst. Du hast meinen Bruder befreit. Du hast unser Schloss wiedererstehen lassen. Ohne dich wäre nichts von alledem geschehen. Bleib bei uns.
Bleib bei mir. Friedrichs Herz machte einen Sprung. Ich bin nur ein einfacher Schneidergeselle, Prinzessin. Ich passe nicht in eure Welt. Du passt genau in meine Welt, erwiderte Rosalinde. Weil du ein reines Herz hast. Weil du nicht an dich selbst gedacht hast, sondern an andere. Das ist mehr wert als alle Adelsbriefe der Welt. 12. Die Hochzeit. Und so geschah es, dass Friedrich und Rosalinde noch im selben Herbst Hochzeit hielten. Es war die prächtigste Hochzeit, die das Neckartal je gesehen hatte. Menschen kamen von weit her, um das seltsame Paar zu sehen. Den einfachen Schneidergesellen. Und die schöne Prinzessin, die 100 Jahre geschlafen hatte. Roderich hielt die Traurede. Er sprach von der Macht der reinen Liebe, die stärker ist als jeder Fluch. Und von der Treue, die über Jahrhunderte hinweg Bestand hat. Manche Menschen glauben, sagte er, dass wahre Liebe etwas ist, das man findet, wenn man Glück hat. Aber das ist nicht wahr. Wahre Liebe ist etwas, das man in sich trägt. Friedrich trug sie in seinem Herzen. Lange bevor er meine Schwester sah. Und deshalb konnte er sie erlösen. Nach der Hochzeit holte Friedrich seine Eltern aus dem kleinen Haus in Schwarzach. Sie konnten ihr Glück kaum fassen. Der alte Vater, der Schuhmacher, lebte noch viele Jahre in Freuden. Und die Mutter, die so viele Sorgen gehabt hatte, strahlte fortan wie die Sonne selbst. 13. Epilog, das Leben danach. Die Jahre vergingen. Friedrich und Rosalinde bekamen Kinder. Und das Schloss Hohenberg füllte sich mit Lachen und Leben. Roderich, der Bruder, blieb bei ihnen. Und wurde der beste Freund Friedrichs. Die beiden Männer unternahmen ausgedehnte Wanderungen durch den Odenwald. Und Roderich erzählte Friedrich von der Zeit vor 100 Jahren, als die Welt noch eine andere war. Manchmal, an stillen Abenden, saß Friedrich vor dem Kamin und dachte an den alten Mann im Wald, an die seltsame Reise in die Tiefe der Erde und an den Moment, als Rosalinde die Augen aufschlug. Er wusste, dass sein Leben ein Wunder war. Ein Wunder, das nur geschehen konnte, weil er damals, in jener entscheidenden Nacht, das Richtige gewählt hatte. Die Glaskugel bewahrte er als kostbarsten Schatz. Sie lag in einer kleinen Truhe neben seinem Bett. Und manchmal, wenn er sie in die Hand nahm, begann sie sanft zu leuchten, als wollte sie ihm sagen: Vergiss nicht. Vergiss nie, was Liebe vermag. Auf seinem Sterbebett, viele Jahre später, rief Friedrich seine Kinder zu sich. Er gab ihnen die Glaskugel und sagte: Bewahrt dieses Glas. Es ist nicht viel wert, gemessen an Gold und Silber. Aber es ist mehr wert als alle Schätze der Welt. Es erinnert uns daran, dass das Unsichtbare manchmal das Wichtigste ist. Dass das Herz mehr sieht als die Augen. Und dass die reinste Liebe selbst den tiefsten Schlaf durchbrechen kann. Dann lächelte er, schloss die Augen und ging hinüber in das Land, aus dem kein Wanderer zurückkehrt, außer in unseren Träumen und in den Geschichten, die wir uns erzählen, um nicht zu vergessen, was wirklich zählt im Leben.